Interessante Sache, interessantes Thema. Nach dem letzten Video, wo ich da gemacht habe von den Mappings vom Roland Days für die V85, gibt es jetzt was Neues da dazu. Und ich fahre jetzt hin, ich will mir das angucken. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Daumen nach oben wäre super, Abonnement noch besser. Also viel Spaß beim Ansehen. Euer Motorradtour. Hallo Leute, euer Motorradtour. Heute wieder beim Roland Days. Erklärung. Wir haben auf das letzte Video, wo wir das mit dem Mapping für die V85 TT gemacht haben, wirklich extremst viele Rückfragen bekommen. Was heißt wir? Der Roland Days hat die natürlich bekommen, ich nicht. Ich habe nur das Video gemacht. Und es war wirklich ein Riesenthema bei der V85 TT, ob denn durch die Mappings das Ruckler und das Klingler weg ist. Und daraufhin hat eigentlich der Roland Days die ganze Mappings nochmal überprüft und ist dann auf was anderes gekommen und da sprechen wir jetzt drüber. Also ich denke, eine wichtige Sache, was ihr wissen solltet. Hallo und grüß Gott, ich bin Roland Days von der Firma Days Motortech. Und ja, wie der Uli schon gesagt hat, haben wir an dieser Lambda-Regelung gearbeitet, damit wir eben die Abstimmung oder vielmehr damit wir sie im unteren Bereich und im mittleren Bereich, mittlere Gasstellungen, untere Gasstellungen und Drehzahlbereiche auch wirklich abstimmen können. Weil wenn die Lambda-Regelung anbleibt, dann kann man eigentlich in dem Bereich mehr oder weniger gar nichts machen. Das heißt, die regelt eben immer auf Lambda 1, vor allem springt sie unheimlich hin und her, fett, mager, springt auch oft über das Ziel hinaus quasi. Und das ist natürlich dann der Punkt, warum das Motorrad bei bestimmten Momenten dann einfach geschwind ans Gas geht und dann so hackt oder kurz so bockt quasi in unter Drehzahlen und das Gas halt nicht schön annimmt, nicht schön weich annimmt. Genau. Der Kunde kriegt jetzt so eine Maßkrümmeranlage, also im Prinzip den Drehmoment-Kit Stufe 2, also Maßkrümmeranlage, ein anderer Schalldämpfer hat er schon und offener Luftfilterdeckel möchte er haben, genau, und ein Mapping dann dazu. Und das bauen wir jetzt mal ein. Genau. Dazu müssen wir jetzt erstmal die originale Auspuffanlage abbauen. Also nicht wundern, an dem Krümmer, der sieht ein bisschen komisch aus vorne, weil das ist unser Messkrümmer. Die war auf dem Prüfstand, da habe ich noch Mappings rausgefahren für die originale Auspuffanlage. Genau, aber zum Zeigen ist das ja jetzt kein Unterschied. Genau. Ihr habt es ja gesehen auf dem Prüfstand, wenn ihr das Video angeschaut habt, wie das funktioniert. Und das hat der Roland mit dem Motorrad schon gemacht. Und es wird noch eine weitere Besonderheit geben, das hat er ja in diesem Video auch schon angedeutet, dass die Arbeiter noch, also die Prüfstandsarbeiten noch weitergehen. Das heißt im Klartext, dass er herausfindet, wie das Motorrad einfach im Drehzahlbereich unten, also zwischen 1500 und 2500, viel besser läuft und auch das Klingler eigentlich komplett weg ist. Und da hat er jetzt eine Lösung gefunden, da kommen wir dann später dazu. Jetzt bauen wir mal den Krümmer. Wie gesagt, das hier ist der Messkrümmer weg und machen mal den Maßkrümmer hin. Wir müssen erstmal die Lambda-Sonden ausschrauben und ausstecken. Dazu müssen wir den Lichtmaschinenregler abschrauben und nur zur Seite klappen. Weil da dahinter links und rechts vom Lichtmaschinenregler sind die Stecker von den Lambda-Sonden. Die sind da platziert, da kann man die da aushängen, die Kabel rausziehen und dann kann man sie ausstecken. Relativ einfach. So, stecken wir beide Seiten aus und dann schrauben wir die Lambda-Sonden raus als erstes. Das nächste, was der Roland jetzt macht, ist Abnehmen von der Schalldämpferanlage. Also erstmal hinter den Schalldämpfer weg. Also hinter der Montage eine Schraube, die Schelle von dem Sammlerlöser und die Abnahme. Genau. Was folgt, ist die Demontage des Krümmers. Dazu löst er die 2 M8-Schrauben auf jeder Seite. So, das nächste, was jetzt noch gemacht wird, ist die Demontage des Vorschalldämpfers, der unten am Rahmen verschraubt ist. Genau, eine Schraube
Die lösen wir jetzt. So, die kann man dann einfach rausziehen. Punkt 1. Da passiert noch nichts, der fällt nicht runter. So. Also sagt Schraube rausziehen. Der fällt nicht runter. Okay. Kann man einfach so lassen. Und jetzt Den Krümmer nach vorne ziehen. So ein leichter Schlag hilft manchmal bei sowas. ja, Okay. vorziehen und runterlassen. Und hinter fällt er nicht runter. Das ist nämlich von Guzzi ganz gut gemacht. Also der bleibt hinter oben, obwohl die Schraube draußen ist. Der ist quasi hinter in so einem Blech eingehängt. Und um den jetzt ganz runter zu kriegen, muss man den nach hinten schieben und dann geht er hinter raus. Okay, ist ja super Sache, was Sie da sich überlegt haben, oder? Ja, das ist eine gute Geschichte zum Montieren und Demontieren. Okay, super. Nach hinten. So, okay. Also, das, das Teil weg. und das war's jetzt schon. Die Demontage des Hauptschalldämpfers mit dem Krümmer. Perfekt. Ja, die komplette Auspuff-Krümmeranlage von Maas, beziehungsweise, möchte ich schon fast sagen, das ist schon eine halbe DES-Anlage, weil wir haben da ganz vieles geändert. Wir haben da zum Beispiel diese Flansche an die Zylinderköpfe, die tue ich Maas bereitstellen, die stellen wir selber her. Und auch die Aufhängung hinten ist unsere eigene Konstruktion mit Gummilagerung. Und Maas produziert die Auspuffkrümmeranlage jetzt für mich genauso. Also das ist, sagen wir mal, ist eine Änderung gegenüber den Anlagen, wo Maas sonst verkauft. Okay, also es ist so, wenn jemand bei dir so eine Anlage bestellt, dann kriegt er eine Maßanlage mit der Verbesserung von DS. Genau. So muss man eigentlich sagen. Und das ist dann so, dass das einfach von der Passform her wahrscheinlich auch für die Montage um Welten besser ist, wie das, was die anbietet. Ja, einmal haben wir hier die Strömung verbessert, oben am Zylinderkopf. Bei Maas war da eine Verengung drin, das wollte ich nicht. Wegen dem haben wir jetzt diese Drehteile hergestellt, die schicke ich dann immer zum Maas und die schweiße die an. Genau. Und dann haben wir, wie gesagt, hauptsächlich die Aufhängung hinten, damit die Gummi gelagert ist. Okay. Das war mir wichtig. Und dann haben wir auch jetzt noch gemacht, also für diese Krümmerabdeckbleche, die Halterungen, die passen nicht immer so toll. Und wenn die Fläche, die Halterungen nicht sauber passen, dann kann es sein, die Bleche reißen nachher. Und da haben wir jetzt ein flexibles System gemacht, das wo wir auch selber herstellen hier. Quasi die Halterungen werden aufgeschoben und klemmt und man kann die ganz genau ausrichten, sodass das Blech sauber sitzt. Und man kann die Halterungen auch weglassen, wenn einer sagt, ich will die Bleche nicht haben, dann lässt er die Halterungen einfach weg und hat es dann sauber ohne eine Krümmeranlage, ohne Halterungen. Okay. Also das ist auch noch ein Vorteil. Also, liebe V85-Fahrer, ihr merkt schon, der Roland das ist ein Schwabe. Und das heißt auch, wenn er ein Schwabe ist, ist auch Tifterle. Und genau so ist natürlich das auch zu sehen. Ich habe ja viele Anschriften gekriegt nach dem anderen Video, ob er es überhaupt braucht und so. Ihr werdet euch umgucken, wenn ihr mal so ein Motorrad fahrt, dann wo das drin ist, was sich da verändert, wie massiv die Veränderungen sind. So, jetzt bauen wir aber das Ding voll an. Erstmal die originale Krümmerdichtungen in neue austauschen. Also bei der Krümmeranlage lege ich immer eine neue Dichtung dazu und da tun wir jetzt die alte raus und neue rein. Das ist ja grundsätzlich immer sinnvoll, wenn man die Dichtung allein. Tue ich immer entweder, also ich habe so Aluminiumpaste oder Kupferpaste an das Gewinde ein bisschen hintun, das ist wichtig, das ist gut, weil das wird heiß und sonst kriegt man die Mutter besser drauf und das Gewinde geht nicht kaputt. Und dann haben wir wieder auf, wenn man es wegmachen will. Genau. So. Ja. Wichtig ist nochmal, bevor man sie jetzt anbaut, also die Krümmeranlage einfach grob mal zusammenstecken. Die Schelle draufschieben, die kriegt man dann nachher nochmal drauf, aber so wie man sie haben will, also quasi von der Stellung ist es egal, aber auf jeden Fall, dass sie richtig rum drauf sind. Und dann sind. festziehen halt. Genau, und genauso diese Halterung hier, die hintere zumindest muss man auch gleich draufschieben, wenn nicht festmachen, die vordere kann man auch nachträglich noch machen. Okay. Ist jetzt hier schon dran im Moment. Ja, gut.
Also er tut auch die Anschraubwinkel jetzt gleich so stellen, wie sie draufkehren. So. Mit zwei Händen geht es natürlich immer besser. Ja. Genau. Lass los, ja. Jetzt wird das bloß mal reingesteckt und die Schraube wird jetzt bloß mal von Hand Fixiert, genau. Das von ist. Hand festgemacht, also nur handfest quasi. Wir haben es jetzt mal angelegt eigentlich und jetzt wird sie ausgerichtet, sagt der Roland. Ja, genau. Jetzt guckt man, dass die hintere Halterung einigermaßen mittig ist, dass die Krümmer auch zur Ölwanne einigermaßen mittig sitzt, also nicht noch Also links der oder rechts. gleiche Abstand haben. links Ja, und rechts. nur einigermaßen. Ja, Und dann tut man hinter die Halterung hinter einsetzen und quasi die Schraube reinmachen und auch bloß mal anlegen. Und dann kann man eigentlich den Schalldämpfer hinter mal draufstellen, gucken, ob der passt. Wenn er nicht passt, kann man die Krümmeranlage immer am Schiebestück, also der Sammler zum Krümmer, wo er gesteckt ist, kann man dann immer noch rein oder rausschieben, also nach vorne oder hinten schieben. das Längermaß, dass das Längermaß Genau. sich verändert. Und wenn das alles passt, so, dann kann man hinter die Halterung festschrauben, die vorne am Krümmer mit 12 Newtonmeter die Schraube anziehen und dann kann man die Schelle klemmen, also an der Steckverbindung. Okay, Genau. wir machen jetzt vielleicht einmal noch geschwind den Auspuff dran, dass ihr das seht. Und dann haben wir es eigentlich schon von der Montage. Jetzt kommt der Anbau des Zartschalldämpfers. Ja, da gibt es ein spezielles Er wird unten eingehängt, Draufschieben. er wird unten drauf geschoben. So, und passt unglaublich gut. Die Schelle, So, Mutter ist ja schon drin hinten. Schraube durch, Schraube durch. Festschraube und dann halt die Schelle unten festkleben. Okay, und das war's dann. Also ihr seht schon, das ist echt eine Aufgabe, wo man schon, also wenn einer im 8-Schraub auf- und zuschrauben kann, kriegt er auch das Ding dran. Oder? Also es ist relativ einfach. Außerdem gibt es ja eine sehr gute bildliche Erklärung von dir. Wenn einer so eine Anlage kauft, ist das dabei. Genau. Das ist, genau, die Montageanleitung ist dabei. Da wird das nochmal ganz genau gezeigt, auch die Stecker, wo die sitzen, von den Lambda-Sonden, wie man die ausklipst. Also wirklich, ich denke mal, dass jeder, wo ein bisschen schrauben kann, klar, man darf jetzt nicht 2 linke Hände haben, Ja, das ist schon klar. aber jeder, der schrauben kann, kann das eigentlich machen. Also der, wo einen Nagel kann, kriegt auch das hin. Und wenn es ein Problem gibt, einfach mir anrufen oder so, ich helfe dann gern weiter. Sind die Bauteile mittlerweile auf der Homepage mit dem Preis und alles? Ja, die Krümmeranlage, die Bauteile sind auf der Homepage, allerdings ändert sich da jetzt noch ein bisschen was, weil wir haben die Krümmeranlage ja jetzt noch ein bisschen verbessert, von der Aufhängung und so weiter. Also da kann sich am Preis noch minimal was verändern, weiß jetzt noch nicht genau. Und natürlich auch die ganzen Mappings, was wir jetzt haben, die neue kann man dann auch auswählen, also Da sagen wir noch was dazu, genau. genau. Ja. Okay. Das war jetzt mal das Thema Einbau. Ihr bekommt natürlich eine gut bebilderte Anleitung mit, wenn ihr sowas kauft. Und jetzt geht es ein bisschen weiter mit den technischen Informationen da dazu. Bleibt dran. Also, und dazu ist ihm jetzt technisch natürlich was eingefallen, weil er ist ein Schwabe wie ich und die Schwaben sind ja Tüfteler. Und dann ist jetzt einfach ein Licht aufgegangen, damit man sagen kann, es funktioniert im Nachgang deutlich besser so, dass er das Motorrad beim Fahrer fast nicht mehr kennt. Ja, also ja, quasi Licht aufgegangen. Ich habe natürlich die Erfahrung auch von den Euro 3, Euro 4 Motorrädern, wo wir das ja auch schon gemacht haben, wo das ja auch immer zum Ziel geführt hat, quasi, damit die Motorräder vor allem untenrum schöner laufen und schöner am Gas hängen. Und bei der V85 ist es natürlich auch noch so ein Thema, dass der Motor ja sehr heiß läuft, zum Klingeln neigt. Und wenn man jetzt eben das Motorrad auch im Unterbereich etwas fetter laufen lassen kann und die nicht auf Lambda 1 laufen muss,
dann hat man natürlich auch mehr Innerkühlung. Das heißt, der Motor wird insgesamt gar nicht so heiß. Damit hat man auch für die Klingelneigung auch schon was verbessert. Und natürlich das etwas fettere Gemisch wirkt natürlich auch der Klingelneigung entgegen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, also brauche ich dann auch noch Rückmeldungen, dass wir das Geklingle eigentlich so gut wie wegkriegen oder komplett wegkriegen. Und wenn es beim einen oder anderen noch ist, dann kann man da auch immer noch ein bisschen nachbessern. Dann muss er sich einfach melden, dann gibt es da schon Möglichkeiten, dass ich nur an der Zündung an bestimmte Bereiche was mache oder dass er mal herkommt, wir gehen auf den Prüfstand, machen nochmal eine individuelle Abstimmung, dann kann man das eigentlich voll abstellen, möchte ich behaupten. Genau. Und man muss ja auch sagen, man tut da seinem Motor was Gutes. Also ist ja nicht so, dass man den Motor mehr belastet, im Gegenteil, man belastet ihn deutlich weniger, weil wenn der Motor nicht so heiß wird und nicht dauernd klingelt, dann ist es natürlich für die Lebensdauer des Motors nur positiv. Also man tut seinem Motorrad was Gutes, also es ist ja nicht so, dass das irgendwie da negative Auswirkungen hätte. So, ja. Und jetzt hat der Roland hier mal ein bisschen was hergerichtet, dass er mal sehen könnt, was da was ist. Ist der Michael ins Mikro, oder? Jetzt könnt ihr mal gucken, das sind jetzt hier die Positionen, wo wir haben, was man auch machen kann und wo einfach das was bringt. Noch geschwind wollte ich noch sagen, punkto Gasannahme im Unterbereich haben wir auch nur zusätzlich das Zündkennfeld ganz unten, knapp über dem Leerlauf, noch verändert. Also Frühzündung zurückgenommen, weil da sind wahnsinnige Frühzündungen drin. Also da haben wir auch noch ein bisschen was verbessert. So, jetzt möchte ich aber noch was dazu sagen. Also ich habe jetzt quasi meine ganzen Mappings alle nochmal komplett durchgefahren. Ich bin jetzt nochmal ein paar Tage auf dem Prüfstand gewesen, nochmal, ich weiß gar nicht, über 300 Läufe gemacht. Und hier sieht man jetzt, wir haben jetzt quasi einmal für die Original-Krümmeranlage. Also oder Original ist das hier, ja? Genau. Diese Dinger da und sackschwer, ja? Und eben für unseren für unsere Maßkrümmeranlage in Verbindung mit verschiedenen Schalldämpfer. Also klar, den Originalkrümmer kann man im Prinzip mit alle Schalldämpfer, die haben alle ABE, originale Maß-Schalldämpfer, Zart-Schalldämpfer, Akrapovic-Schalldämpfer. Da haben wir jetzt überall Mappings gemacht. Dann auch noch für Luftfilterdeckel original, komplett original. Original ist der erste, oder? Genau. Das ist der Original und das ist der. Oder unser offener Luftfilterdeckel mit BMC-Luftfilter. Da kriegen wir einfach, der Unterschied ist einfach hauptsächlich zwischen 4.500 und 6.000 Umdrehungen haben wir mit dem offenen Luftfilterdeckel deutlich mehr Drehmoment. Weil da fehlt ja einfach die Luft und da kriegt sie eben mehr Luft und dementsprechend haben wir auch das Mapping dann gemacht dafür. Genau. So. Die Anlagen sind alle auf der Internetseite. Also das heißt, wenn einer bestellen möchte, kann der den Maßkrümmer bestellen mit Akrapovic-Auspuff zum Beispiel. Das geht. Ja, da muss man auch noch was dazu sagen. Also wie gesagt, das war jetzt mit der Originalkrümmeranlage, mit der Maßkrümmeranlage haben wir natürlich auch Mappings gemacht für alle 4 Schalldämpfer und dann noch in Kombination mit zu einem Luftfilterdeckel, also Original-Ansaugsystem und mit offenem Deckel. Also es sind ja Leute, wenn man da 10 Mappings gemacht quasi, kann man sich dann auswählen. Zum Zusammenstellen von Auspuffanlage und Schalldämpfer muss man noch sagen, mit dem Originalkrümmer kann man im Prinzip jeden ABE-Schalldämpfer fahren, klar. Mit dem Maßkrümmer, wenn es astrein legal sein soll, dann darf man eigentlich mit dem Maßkrümmer nur den Originalschalldämpfer fahren oder den Maßschalldämpfer, also von Maß selber. Wenn man die anderen haben wohl auch ABE, aber in der ABE sind die eigentlich nicht aufgeführt mit dem anderen Krümmer. Und man darf es genau genommen nicht kombinieren. Obwohl beides ABE hat, aber man darf es nicht kombinieren, muss man auch dazu sagen. Also was mir jetzt sofort auffällt ist, das ist, wir haben jetzt die gerade hergelegt, also den Akrapovic, also der ist so leicht, das glaubt man echt gar nicht. Ja?
im Gegensatz zu dem Original, also das ist ja schon, ich glaube, das ist 5-mal so schwer. Irre, was das vom Gewicht her ausmacht. Aber bei der Krümmeranlage ist das ja nicht so. Ja, also man muss auch sagen, also was ich jetzt beim Abstimmen festgestellt habe, bei der Originalkrümmeranlage, egal ob man jetzt den Original-Schalldämpfer oder einen von den 4 Schalldämpfer fährt, da tut sich fast nichts. Also wenn man jetzt hinter einen anderen Schalldämpfer noch macht, da passiert nicht viel am Drehmoment und das Mapping kann man eigentlich dasselbe nehmen, weil ich habe alle durchgefahren, habe gesehen, da passiert fast nichts, weil einfach das meiste schon in diesem Vorschalldämpfer hier passiert. Und da hat der Schalldämpfer hinter kaum mehr Auswirkungen. Auswirkungen hat es nur, wenn ich jetzt geschlossener Deckel habe, original oder offener Deckel. Da braucht man ein anderes Mapping, weil der legt die so viel Drehmoment zu, da oben bei um die 5.000, 6.000. Da läuft es dann natürlich auch magerer, weil es mehr Luft kriegt, also da braucht man ein anderes Mapping. Wobei jetzt bei der Maßkrümmeranlage, da ist es wirklich eklatant. Wenn man da, egal welchen Schalldämpfer man nachbaut, man muss für jeden Schalldämpfer ein Mapping machen, weil da verändert sich wahnsinnig viel. Also man sieht genau, man macht ein Mapping für den Originalschalldämpfer, dann baut man den zart nach, dann sind die Zylinder auf einmal total auseinander. Also der eine ist jetzt magerer und der andere fetter. Also man sieht, durch den anderen Schalldämpfer zieht ein Zylinder mehr leer wie der andere, also andere Druckverhältnisse. Ja. Da passiert bei diesem Originalsystem eigentlich gar nichts. Und hier sieht man, dass da ganz viel sich verändert. Was der Roland sagen will, eigentlich im Prinzip, wenn er ein sauberes Fahrverhalten wollt von eurer V85, braucht er den Maßkrümmer. So kann man ja sagen, oder? Wenn man einfach mehr Drehmoment haben will. Drehmoment und die läuft auch sauber nachher. Also du kriegst ja sauber hin, viel sauberer also mit dem Abschalten eigentlich von der Lambda-Sonde dann. Ja, das will ich jetzt nicht sagen, dass sie sauber läuft, weil das können wir ja mit beiden Sachen machen. Ich habe einfach hier, der Motor ist viel kraftvoller, hat viel mehr Drehmoment, macht mehr Spaß, Fahrspaß, klar, weil er hängt auch noch ein bisschen schöner am Gas, das stimmt schon. Und das Motorrad läuft auch noch ein bisschen kühler, weil dieser Vorschalldämpfer, der heizt den ja unheimlich auf. Man spart einen Haufen Gewicht. Ich glaube 6-7 Kilo insgesamt, wenn man jetzt Maßkrümmer nimmt und einen leichten Schalldämpfer wie Zart, Akrapovic. Und genau, man muss auch dazu sagen, durch die Maßkrümmeranlage, selbst wenn man der originale Schalldämpfer fährt, wird das Motorrad lauter. Also das ist so. Also wer jetzt Wert legt, dass das Ding so leise wie möglich sein muss, dann muss man zumindest, also die Kombination Maßkrümmer und Akrapovic-Schalldämpfer ist in meinen Augen eine sehr gute Kombination. Darf man eigentlich nicht kombinieren, genau, haben wir ja vorher gesagt. Aber der Akrapovic ist sehr leise, hat einen guten Ton und funktioniert trotzdem sehr gut. Also ganz unten verliert er ein bisschen, aber so ab 3,5, 4 ist der eigentlich der Beste und oben aus ist er genauso gut wie die andere. Er ist aber da dabei nicht so laut. Der Zart ist sehr laut, der geht auch unten raus wie das Tier. Für den Zart haben wir jetzt sogar nachträglich dB-Eder, können wir was anbieten, dass der leiser wird. Also wir machen den leiser, weil der eine oder andere ihm zu laut wird. Genau, ja. Also weil dem möchte ich das auch dazu sagen, dass man das einfach weiß. Also ich hatte das ja schon im ersten Video gesagt. Beim Roland Days seid ihr mit eurer V85 absolut top und auch er hat ja richtig viele Anlagen schon verkauft. Jetzt, ihr könnt auch hier natürlich mal E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit er wird es beantworten natürlich, klar. Und wenn ich hier die Kennzeichen sehe, wo die V85 alle herkommen, dann denke ich mal, ist das schon ein durchschlagender Erfolg. Und schon eine Sache, viele schreiben da gibt es diese Box da. Was machten die eigentlich? Hast du schon mal, ich weiß nicht, wie das Ding heißt? Ja, was... Also ihr wisst schon, was ich meine. Von Mistral gibt es. Von Mistral, genau, gibt es da diese Box. Ja, ehrlich gesagt, habe ich jetzt schon ein paar Kunden an der Strippe gehabt,
Also der eine sagt, das wäre gut, der andere sagt, die haben es wieder ausgebaut. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht in die Hände gehabt. Ich habe es bloß gesehen, da wird eigentlich, glaube ich, soweit ich weiß, nur der Luftdruck oder die Motortemperatur quasi manipuliert, wird dem Steuergerät was anderes vorgaukelt, dass der Motor kühler wäre und dann wird quasi das ganze Kennfeld auch gefettet. Aber ich meine, das hat natürlich mit der Abstimmung nichts zu tun, weil in dem Kennfeld gibt es Bereiche, da läuft die vorher schon eigentlich zu fett, da wird sie dann noch fetter. Okay. Und klar, in Bereiche, wo sie mager wird, da wird es wohl besser, aber die Lambda-Regelung ist damit ja auch nicht irgendwie verbessert. Also, aber das ist ja eigentlich auch nicht legal, oder? Das ist ja auch nicht legal, natürlich nicht. Also gut, wir lassen es jetzt dabei. Im Prinzip so, alles nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, ich bin der Typ, ich würde es immer machen, aber wie gesagt, da muss jeder für sich selber klar denken, weil er fährt sie nachher und ja. Gut. Also eins kann man noch dazu sagen, wenn man eigentlich so ein zusätzliches Bauteil einbaut, das kann ja nicht jeder nachprüfen, auch die Polizei. Also wenn sie ein bisschen forscht, dann sieht man das. Ja, was auch noch eine Frage war, wenn die jetzt zum Kundendienst kommt, zum Beispiel beim anderen Händler, und die spielen ein neues Mapping auf, was ja oft der Fall ist bei Moto Guzzi, ist das da weg und das heißt, du musst nachher wieder drauf spielen dann, oder wie? Ja. Das Mapping wird dann überschrieben praktisch. Genau, das Mapping wird dann überschrieben, bei dem habe ich ja in meiner Anleitung von dem Flasher, habe ich auch geschrieben, dass es gut ist, wenn man das Motorrad zum Kundendienst tut, dass man einfach das originale Mapping zurückspielt. Mhm. Und dann kann eigentlich nichts passieren. Wobei jetzt, sagen wir mal, bei der V85 Euro 5 und auch beim Euro 4 Motorrad, da wird es kein Update mehr geben. Weil das Motorrad wird so nicht mehr produziert. Okay. Da hat es schon 2 Updates gegeben. Also ich bin mir relativ sicher, dass es da kein Update mehr gibt. Aber wie gesagt, wenn man ganz sicher gegangen will, Originale zurückspielen, ist in 5 Minuten erledigt. Ja, und dann nachher wieder zurück. Ich hoffe, dass mir dasselbe bei der Update kommt für den Schaltschlag, aber gut. Gut, also Leute, ich denke, wir haben soweit alles gut erklärt. Ich hoffe. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, noch eine Frage habt, schreibt an Roland oder ruft an oder was weiß ich was. Und ja, also das war's jetzt für heute. Euer Motorradtour freut sich, dass ihr da wart. Daumen nach oben, wäre super. Abonnement wäre noch besser. Roland, danke. Ja. Wir sehen uns bald wieder. Gell? Ich danke, Uli, und ja, Dankeschön. Ciao. Und ciao.